In die große Stadt geht es am folgenden Morgen mit dem Vorortzug. Direkt ins Zentrum. Der Bahnhof La Salle liegt beinahe zu Füßen des Willis Tower. Bei seiner Erbauung im Jahre 1974 hieß der Turm noch Sears Tower. Aber da war er auch mit seinen 443 Metern noch das zweithöchste Gebäude der Welt. Einen wirklichen Eindruck dieser enormen Höhe bekommt man erst bei einem Blick von der Aussichtsetage auf die vielen umgebenden Wolkenkratzer dieser Megacity. Chicago ist die drittgrößte Stadt der USA. Im Umfeld der spektakulären Downtown liegt die weite Prärie der Wohnbehausungen für fast 3 Millionen Menschen. In der Metropolregion leben sogar 10 Millionen Bewohner. Große Häuser brauchen große Kunst. Roter Flamingo ist die Bezeichnung für diese Stahlspinnenfigur. Ein toller Kontrast zu den Hochhausfassaden. Auf der Dealey Plaza am Rathaus ist eines der am meisten fotografierten Wahrzeichen zu sehen. Eine 19 Meter hohe Plastik von Picasso. Ist es ein Pferd oder eventuell ein Pavian? Vielleicht gar der Erzengel Michael? Chicago ist die Stadt mit den meisten Großplastiken der Welt. Monument with Standing Beast ist die überraschende Bezeichnung für diese abstrakte Schöpfung. Aus dem begehbaren Inneren ergeben sich bemerkenswerte Durchblicke. Eine seiner ganz wenigen Mosaiken und von poetischer Stille zeigt sich Chagalls Steinquader, die 4 Jahreszeiten von 1974. Die Börse ist der Motor dieser Megastadt. Geldmanagement und Handel sind die Triebfedern. Die wichtigste Handelsstadt der USA aber ist Chicago seit ihrer Entstehung aus einem Handelsposten heraus. Ein Resultat des großen Brandes von 1871 sind die Feuerleiterhausfronten. 1885 entstand hier der erste Wolkenkratzer der Geschichte. Inzwischen ist die Stadt zum Museum moderner Hochhausarchitektur geworden.
Ein eigenwilliges und futuristisches Kolosseum aus Stahl und spiegelndem Glas ist die riesige Lobby des Thomson Centers. Dicht beieinander liegen die unterschiedlichsten Baustile der letzten 150 Jahre. Hinter den Fassaden zeigt sich manchmal eine prunkvolle Welt aus vergangenen Zeiten. Über den Straßen von Downtown kurvt die 100 Jahre alte Hochbahn. Das ist die L, das Kürzel für Elevated Trains. In luftiger Höhe umrundet sie quietschend das Zentrum. Es ist Samstag und da ist Chicago Ziel vieler einkaufswütiger Amerikaner. Denn entlang der McMile, der Michigan Avenue und ihrer Nebenstraßen reihen sich die Shoppingcenter in den Hochhäusern. Außerdem Department Stores, Fachgeschäfte und jede Menge Filialen bekannter amerikanischer Ketten. In den Anlagen und auf den Grünflächen ist eine ganze Menge los. Der J. Pritzker Pavillon ist heute der Treffpunkt von Studenten der Kunstakademie. Das Produkt eines indischen Künstlers ist das Cloudgate, eine 110 Tonnen schwere rostfreie Stahlkonstruktion. Der Volksmund nennt es Big Bean, große Bohne. Seit 2006 kann der Spiegler nach der schönsten im ganzen Land befragt werden. Sehr schön ist die Fußgängerpassage entlang des Chicago Rivers. Mitten in der Stadt, parkartig angelegt, ist dies eine kleine Freizeitmeile für sich. Die Bauten an den Ufern des grünen Flusswassers sind wiederum gigantisch. Respekteinflößende, kühne Konstruktionen. Ein Skyscraper-Laboratorium der neuen Welt. Die Marina City Towers. Maiskolbenähnliche Zwillingstürme. Mit 423 Metern Höhe ist seit 2009 das Trump International Hotel und Tower das zweithöchste Gebäude der Stadt. Die breiten Parks und Ufer entlang des Michigansees sind Lifestyle-Studio und Vorgarten der Stadt. Im Sommer finden hier viele Festivals statt. Kunst, Kultur und Sport besitzen dabei internationales Flair. In Chicago pulsiert das moderne Amerika. Schön, dass wir etwas davon miterleben durften.